Saletti miteinander. Bevor es mit dem Video losgeht, habe ich noch gute News für euch. Und zwar ist der Mofa-Kalender Original sowie Classic jetzt wieder bei uns im Shop verfügbar. Zusätzlich haben wir noch die Mini-Kalender für auf den Tisch, Classic und Original. Die könnt ihr mit ins Büro nehmen, damit ihr auch dort ein bisschen Freude habt. Und zum euch ein bisschen anteasen, wie jetzt das hier aussieht, hat der Roger noch ein paar heiße Shots gemacht für euch. Die zeigen wir euch jetzt und dann geht's los mit dem Video. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir voraus und der Herbst hat uns leider langsam eingeholt. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt am Töffel rumschrauben. Und was für einen? An dem da. Und übrigens, wenn ihr nichts verstanden habt, da sind die Untertitel. Jo, das ist ja unser berüchtigter Fischmofa. Der Marvin hat das mal aus der Tour rausgefischt, wortwörtlich. Das war dort lang drin. Guckt dir das an! Scheiße! Das ist zu schwer. Ich wollte ihn ja eigentlich erst fahren, aber wir können ihn nicht versuchen zu starten, weil Pedalen fehlen. Ja. Guck mal hier! Alter! Komplett offen hier, da siehst du es auch. Der Plan zuerst war, um das Ganze wieder flott machen, aufbauen etc. Alter! Ich glaube, den sollte man fast wieder mal ein bisschen holen. Ein Kleeblatt schleifen. Nachdem wir es aber angeschaut haben und an den Motor auseinandergenommen haben, ganze Löcher hier gesehen haben, haben wir sagen, nein. Da ist jetzt ein Mofa, da ist es nicht mehr wert, um da irgendwelche Zeit zu investieren, weil es muss einfach komplett gemacht werden. Es muss ein neuer Rahmen daraus gemacht werden, es muss alles angelangt werden, mit Löchern im Tank und allem. Aber Fischmofa ist natürlich etwas sehr, sehr Geiles. Weil uns das sehr interessiert hat, haben wir uns noch auf die Suche gemacht und haben etwas gefunden, was wir jetzt gleich aufbauen können. Wenn der Dreckshaufen da irgendjemand das Wohnungsdeko will, kommt vorbei, nehmt den mit, machen uns glücklich und tschüss! Ab geht's, einladen! Hallo! So, wir haben hier noch alle Überreste vom letzten Flohmarkt, die an Maxi passen eingepackt, die nehmen wir jetzt mit, weil damals ist etwas ganz Spezielles. Wir schrauben nicht selber, heisst, ich muss damals nicht schrauben. Affengeil. Wir gehen jetzt zu zwei Jungs, die haben auch so ein Fischmofa gefunden, ein Maxi N. Wir haben noch ein paar passende gebrauchte Bauteile vom Flohmarkt, die wir dann jetzt vorbeibringen. Dann können wir uns das ganze Schätzchen mal anschauen und schauen, was die schlussendlich daraus machen. Es schmeckt auch schon ein bisschen nach Fischmofa da. Ich glaube, wir sind da richtig. Wir klopfen mal. Fischmofa Boy! Hallöchen! Saletti! Alles gut? Hallo, hallo! Hi! Schön, wie der geklopft hat. Tolles gefunden. Also, wir sind hier bei den Fischmofa Boys im Keller. Wir würden natürlich gerne wissen, wer sind die? Was machen die? Was machen? Das sieht man da schon. Ein bisschen angetönt. Aber ja, wie sind ihr zu dem Fischmofa gekommen und was baut ihr da Geiles? Ich bin der Dario, da ist der Sedi. Zusammen sind wir Aircraft Fischmofa Boy. Ah, sorry, mein Fehler. Und wir schrauben eigentlich jeden Sonntag zusammen ein paar Stunden und ja, das sind so unsere momentanen Perlen. Zum Fischmofa. Es ist in einem Teich gefunden worden und nachher haben wir es im Alteisen gefunden. Und ja, so sind wir zu dem gekommen und mit euch zusammengekommen. Ich sehe hier wunderschöne Maxi N. Das war mein letztes Vollrestaurationsprojekt. Auch schon länger her, ist ein bisschen dreckig, müssen wir wieder putzen. Geil, den auch komplett aufbauen, hä? Speicherfähige, ziemlich alles, Neuteile. Geil, genau. Perle, Originalauspuff. Ja, alles original. CH12 Herr Wachmeister, wie sich's gehört. Richtig, oder? Geil. Dann ein Maxi L. L. Das ist ein Österreicher. Aha. Das ist ein originaler Lack. Geil. Ja, wir haben es geschafft, einlösen in der Schweiz. Eigentlich so, darfst du nicht. 44er Swing drunter. Was? N ist nicht gefedert und S ist
Spiralfedern am Hintern. L steht vielleicht für Lateinamerika, glaube ich. Das ist irgendwie so. Nein, ich weiß gar nicht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wenn es irgendjemand weiss, reinschreiben. L. Also willst du in dem Fall zu den originalen Töffli fahren? Genau, gehen wir mal. Das interessiert mich natürlich auch sehr. Das vordere ist um Dario und das hintere ist mir. Ich habe einen Polini drunter und 19 mm PHBG, Effektzündung. Ohne Klemmer bis jetzt, Polini. Ohne Klemmer, der läuft böse. Übersetzung haben wir 1657. Auch bei mir, die Übersetzung ist die gleiche. Und Motor fahre ich, habe ich zuerst mal einen Ital-Kit gehabt, der hat es aber komplett zerfetzt. Und darum fahre ich jetzt einen Airstyle, das ist ein bisschen günstiger. Und das Gemi, beim Ital-Kit hat es mir den Einlass gelöst und ja. da ist viel Luft reingekommen. Von Gas habe ich einen 24 er. Heiliges Wir haben einen Kickstarter gemacht, weil er ist am Anfang ohne gefahren und sobald ich reinstehst und anlasse, merkst du, das ist richtig scheiße. Ja. Aber eben siehst, der ist jetzt zum Beispiel, der Einklapper ist auch noch nicht lange da, da ist er noch nicht gepulvert. Den Rest haben wir alles motormäßig fast selber gepulvert. Können wir selber pulvern? Ja. Oh. Ist ein Leuchtlack und nachher der spezielle Schwarzlack drüber. Somit leuchtet er immer dort, wo das Weisse war. Jawohl. So grün Licht. Also latsch mit Licht auf. Ist auch ein fluoreszierender Lack drunter. Genau. Und nachher der Knitterlack, wie sagt man den? Crackle, genau, sag ich ja. Ganz genau. Der drüber. Sehr geil. Alrighty, affengeile Töffli. Jetzt brauche ich schnell meinen Poseidon-Stab da, weil jetzt geht es um das, was wirklich geht. Fischmuffen, affengeil. Da hinten, hä? Yes. Oha, Mann. Ein Maxi N, hä? So schnell? Genau. Ist noch fahrbar, ist angerostet, man sieht den Krater hier. Ja. Aber wir haben überall mit dem Schraubenzieher reingehauen. Also Kondor steht sicher drauf. Kondor steht drauf, ja. So haben wir gefunden, Motorrädchen fehlen. Alles was da dabei ist, ist effektiv so dran gewesen. Ja, geil, das ist auch wirklich ein guter Zustand. Ja. Im Vergleich zu der hohen Grube, die wir da rausgeholt haben. Er sieht schlimmer aus, wie er ist. Also zur Substanz. Siehst du auch da hinten, siehst du noch den Originallack, der war silbrig. Tacho noch drin. Ja, mega. Ich würde sagen, wir holen Teile, dann checken wir das Ganze mal ab. Und du kannst in dieser Zeit schon ein bisschen Schatz machen, oder? Affengeil. Jo, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen im Flohmarktzeug rumgewühlt. Das hat jetzt so eine Auswahl an Sachen da. Bitte baut nicht alles an. Aber baut unbedingt den Spiegel an. Nein. Ja, da müssen wir auch immer noch ein bisschen durchkämpfen, was ihr könnt brauchen. Lenker jetzt auch noch einen anderen. Was auch noch zum Beispiel ist, da ist jetzt von einem S. Ja. Ob ihr da eventuell einfach wollt, ein Loch einbohren oder ob wir noch irgendwo sonst ein Ending suchen. Bremsankerplatte irgendwie. Findet aber sicher sonst noch irgendetwas. Also, wir lassen die Jungs jetzt hier allein. Dario und die packen aus, schauen, was sie brauchen können, was vielleicht auch nicht. Und fangen dann langsam an, das Perlenteil, das Fischmuffen, das, wie nennen die das? Krebsmuffen? Ja, also wir haben einen Krebs drin gefunden. Aber okay, das Krebstöffli, das ist mega gemein. Das Fischmuffen da wieder aufzubauen, wieder auf die Straße zu bringen. Hoffentlich, wenn alles klappt. Wir lassen Ihnen noch eine GoPro da, dass ihr noch ein Bilder seht im Anschluss, wie sie da loslösen. Wir besuchen sie dann sicher in ein paar Wochen wieder, wenn sie da weiter sind. Bis dann, macht's gut und ciao.